Advent, Advent, die Zeichenhand brennt. Okay. Jap, auch in diesem Video schaue ich mir wieder einen Adventskalender für Kreative an und dieses Mal ganz konkret diesen hier, den Die Kunst des Zeichnenlernens Adventskalender vom Top Verlag. Der verspricht, dass man 24 winterliche Zeichenprojekte bekommt, die man eben nach und nach nachzeichnet. Und was genau dieser Kalender hergibt, ja, wie gut der wirklich ist, und einige Motive werde ich natürlich auch nachzeichnen, sowie eine kleine Verlosung gibt es auch wieder. Das alles und mehr erwartet dich in diesem Video. Also ich würde sagen, dranbleiben lohnt sich. Let's go! Hi! Ich bin Sandra, the Coaching Artist, und als professionelle Künstlerin musste ich mir diesen Kalender einfach mal etwas näher anschauen. Ja, der sieht richtig nice aus. Muss aber dazu sagen, der ist schon seit, wenn ich mich nicht täusche, 2022 draußen. Ich habe ihn mir aber jetzt erst das erste Mal gekauft und das auch als Hinweis vorweg, ich habe ihn wirklich selber gekauft. Ja, es hat mir niemand geschickt, das Buch, und das Video ist auch nicht gesponsert. Ja, ich werde auch für das Video nicht bezahlt vom Top-Verlag oder von irgendjemandem. Lediglich, wenn du dem Link in der Beschreibung folgst und dir das Buch zum Beispiel selber kaufst oder irgendetwas anderes, dann erhalte ich eine kleine Affiliate-Provision, ohne dass du mehr zahlst. Ja, aber das ist es auch schon. Das als wichtiger Hinweis vorweg, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Kalender einmal etwas näher an. So, hier siehst du jetzt einmal den Kalender im Close-Up, auch mit einer richtig schönen Heißfolienveredelung in Rot, passend zu Weihnachten und passend zu meinen Nägeln. Sehr schön. Who the hell cares? Und erste Motive siehst du darauf auch schon, ja. Wahrscheinlich werden wir hier ein Eichhörnchen, ein Mistelzweig, was haben wir noch? Ein Hirsch, eine Tanne und noch mehr Mistelzweige. Okay, mehr Motive sehen wir erstmal nicht, aber das reicht auch schon als Vorschau. Also diese werden wir wahrscheinlich zeichnen. Das sind auch schon relativ schöne Motive, wenn dem wirklich so ist. Bin ich sehr gespannt. Und das Ganze ist auch, wie du sehen kannst, ein Spiegel-Bestseller. Also soll wohl wirklich ein gutes Produkt sein. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, aber würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz erst den Rückseitentext an, bevor wir das Ganze dann öffnen. Erst 1, dann 2, dann 3. Türchen öffnen und loszeichnen. In diesem Adventskalender-Blog finden Sie 24 zeichnerische Überraschungen aus der Welt der Erfolgsreihe Die Kunst des Zeichnens. Winterlich-weihnachtliche Motive wecken die Vorfreude auf das nächste Zeichenprojekt. Eine kurze Einführung in das Thema Zeichnen und die wichtigsten Materialien sind der Beginn einer ruhigen Vorweihnachtszeit. Und damit das Buch nicht zu viel preisgibt, sind die Seiten verschlossen, lassen sich dank Perforierung aber leicht öffnen. Merry Drawing Christmas. Ja, mit den Rückseitentiteln und Texten haben sie es wirklich raus. Das gefällt mir gut. Und wie auch schon offenbart wurde, genau hier siehst du es auch, ja, was ist mit Perforierung gemeint? Die Seiten sind wirklich geschlossen. Zeige ich mal hier in der Seitenansicht, da siehst du es ein bisschen besser, dass man diese also erst öffnen muss und nach die Motive da offenbart. Und es ist wirklich auch Zeichenpapierqualität, das gefällt mir so schon mal sehr, sehr gut, wenn ich da so drüber streiche. Ja, es ist wirklich wie so ein Skizzierblock gemacht, eine leichte, raue Oberfläche, sodass man da mit einem Bleistift zum Beispiel gut drauf zeichnen könnte. Also das macht schon mal viel her. Gut, aber das soweit jetzt erstmal zum Äußeren, würde ich sagen, gucken wir mal wirklich rein, welche Seiten da vorhanden sind. Auf der Startseite bekommt man erstmal ähnlich wie bei diesen Moleskine-Skizzenbüchern eine Art Inlay, wo man seinen eigenen Namen eintragen kann. Ja, dir gehört der Adventskalender, kannst du hier nochmal richtig deutlich hinschreiben. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt dazu braucht zum Kalender, aber ist ein nices Extra, sage ich mal. I mean, it's alright, like. Dann geht's weiter mit So funktioniert der Adventskalender. Ich muss ein bisschen gucken, ist ein bisschen wenig Platz hier, dass du alles siehst. Eine kleine Anleitung, also wieder Türchen öffnen. Ja, da haben wir die perforierten Seiten. Dann eine Anleitung und da sehe ich auch schon hier, da steht Stechpalme, okay. Also Pflanzen werden wir auf jeden Fall zeichnen. Dann die Zeichenanleitung an sich. Und ja, das Motiv dann zu zeichnen. Gibt es hier nochmal Tipps dazu? Nee, das kommt dann wahrscheinlich noch, wie genau. Und dann, wie ebenfalls versprochen, bekommen wir hier ein paar Einleitungsseiten mit welches Material brauchen wir. Und da eine Sache vorweg, ja, hier sind jetzt traditionelle
Zeichenmaterialien aufgelistet, wobei ich das schon wieder kritisch sehe mit dem Papierwischer. Das versuche ich eigentlich allen zu sagen. Wenn ihr Anfänger seid, versucht diese Weichzeichner, Papierwischer, ja, Taschentücher, all das, versucht das zu vermeiden. Das wird eure Zeichnung nicht besser machen. Im Gegenteil, das verschlimmbessert eigentlich alles. Also damit können eigentlich wirklich nur Profis und Fortgeschrittene umgehen. Ja, versucht alles mit so wenig Materialien wie möglich, ja, einen HB-Bleistift umzusetzen. Ist zwar gut hier mit diesem Zimmermanns-Bleistift die Empfehlung, aber alles viel zu komplex für Anfänger. Fang einfach mit einem Bleistift an, das reicht. Und ich werde das an dieser Stelle gar nicht nutzen. Was ich nutzen werde, ist mein iPad. Ja, ich werde das Ganze in Procreate digital nachzeichnen. Einige Motive, die mir gefallen. Ja, um da auch zu zeigen, dass das Ganze digital auch möglich ist, dass es nicht auf das Zeichenmedium drauf ankommt. Ui, toll. Ja, aber solltest du traditionell zeichnen, kannst du dann theoretisch hier deine Stifte testen. Das ist immer ganz gut. Mal kurz ein paar Striche ziehen, um da das passende Material zu finden. Es ist, glaube ich, auch dick genug. Ich werde es jetzt nicht reinzeichnen. Wie gesagt, einerseits, weil ich digital zeichnen möchte und den anderen Grund erfährst du noch. Ja, aber das ist dick genug, damit es auch nicht sich durchzeigt. Ich würde trotzdem immer noch mal ein Papier auf die nächste Seite drunter legen, damit wirklich nicht irgendwas durchdruckt, Markierungen erscheinen, die du da nicht haben willst, so als kleiner Tipp. Dann Warm-up, okay, das finde ich sehr nice, das wird oft vergessen, dass man sich beim Zeichnen aufwärmt und am besten dabei die Strichführung übt, was oft auch gern übersehen wird, ja, dass man sich locker reinzeichnet. Da geht es nicht darum, irgendein Motiv zu zeichnen. Ja, jeder Zeichner, bevor er mit irgendwas zeichnen anfängt, sollte sich eigentlich erstmal aufwärmen. Ist wie beim Sport, ja. Deine Hand muss genauso aufgewärmt werden, dein Kopf muss genauso aufgewärmt werden, wie zum Beispiel deine Beine beim Joggen, beim Fußballspielen, was auch immer. Ja, sieh das Ganze wirklich so ein bisschen mehr wie eine Sportart. Die gleichen Steps, nur eben auf andere Art und Weise der Umsetzung, solltest du hier auch befolgen. Und da gilt es eben, ne, die Finger, die Koordination, diese feine Motorik vor allen Dingen aufzuwärmen, dass du nicht nur aus den Fingern heraus rein skizzierst und scribblest, da kriegst du sehr unsichere Lines, sondern dass du versuchst möglich, und dafür ist es besser, dass du eine größere Leinwand hast. Das geht, sage ich mal, jetzt hier von den Seiten her, das ist groß genug, ja, aber dass du möglichst aus dem Arm heraus zeichnest, dass du das Handgelenk feststellst sozusagen, aus dem Arm heraus große, selbstbewusste Striche, vor allen Dingen am Anfang, und erst nach und nach in die feineren Details mit Handgelenk und Fingern gehst. Ja, wenn du dich dann aufgewärmt hast, geht es weiter auf der nächsten Seite. Ja, das ist alles so ein bisschen Vorweihnachtszeit, das ist noch nicht der erste Adventstag, das finde ich ganz gut, da kannst du quasi schon Ende November damit beginnen und so die ersten Seiten ausfüllen. Also geht theoretisch auch länger als die 24 Tage dieser Kalender, das gefällt mir ganz gut. Und jetzt, was haben wir hier? Starry Nights, Schraffieren und Radieren. Ja, was du brauchst, um wahrscheinlich die Motive dann umzusetzen, die Techniken, wobei ich das hier ein bisschen weird finde, ehrlich gesagt, weil es nicht richtig gezeigt wird, es sind eher so die Endresultate. Ich weiß natürlich, was dahinter steckt, aber ich frage mich, ob das Anfänger jetzt wirklich so umsetzen können, wenn sie einfach nur so die finalen Bilder sehen. Da hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man Schritt für Schritt das Ganze aufgebaut sieht, auch wenn es natürlich, deswegen präferiere ich auch nicht unbedingt Bücher zum Zeichnen lernen, wenn man das nur schrittweise sieht. Ja, Zeichnen ist ja eine Motion, eine Bewegung, da ist es besser, das eigentlich auch in Bewegung, also sprich in einem Video zu sehen. Da wäre es ganz gut. Und was steht jetzt hier? Schraffieren Sie diese Seite mit einem weichen Bleistift. Gut, das kann man schon noch hinkriegen, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber was steht jetzt hier? Arbeiten Sie den oberen Teil des Himmels etwas heller. Welchen Himmel? Warte. Starry Night. Ah, okay, man soll hier einen Nachthimmel zeichnen. Aber wo ist der Nachthimmel? Hä? Was? Das finde ich jetzt nicht so gut gelöst, weil man hat ja gar keine Vorlage. Also ich kann mir klar jetzt was ausdenken, aber Anfänger werden da jetzt nicht damit zurechtkommen, wenn sie da also nicht mal eine Vorlage haben. Wenn das schon so weit geht, dass man da viele Schritte überspringt, glaube ich nicht, dass man das hier hinbekommt. Also arbeiten Sie den oberen Teil des Himmels etwas heller als den unteren. Perspektive, Sterne, Mond, ein Haus, ja, also what the fuck? Da soll man einiges zeichnen hier, ohne dass man weiß, also nur mit Worten da ein Bild zu beschreiben,
finde ich hier ein bisschen krass, ein bisschen zu schwierig. Also das finde ich jetzt nicht so eine gute Seite. Die anderen, okay, ja, aber das... Weiß ich nicht, Digga. Aber gut, machen wir mal weiter. Mal sehen, ob es besser wird noch. Eine haben wir, glaube ich, noch. Genau, eine Vorbereitungsseite. Okay, es wird nicht besser. Och nee. Der Bart des Nikolaus, Haare zeichnen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei dem Meme mit der Eule, falls du das kennst. Ja, zeichne 2 Kreise und dann den Rest der Eule. So gefühlt kommt mir das vor. Ja, nicht anfängerfreundlich. Das können Anfänger nicht so gut nachmachen, wenn da die einzelnen Schritte fehlen. Das ist quasi nicht mal von 0, sondern das ist einfach 100%. Wie sollen das Leute nachmachen? Klar, du kannst dir das anschauen und versuchen, so gut wie möglich nachzuzeichnen, aber ohne die Konzepte wirklich nicht nur in Worten, sondern als Bild zu sehen, wie man da schrittweise hingelangt, das ist quasi unmöglich, das gut nachzumachen. Gerade Haare sind nicht wirklich leicht zu zeichnen. Das Prompt: skizzieren Sie grob einen Vollbart vor. Ja, natürlich, das machen Anfänger jeden Tag. Und zeichnen Sie lange, wellige und lockige Barthaare. Denken Sie daran, Lichtreflexe und dunklere Stellen zu gestalten. Ich muss noch mal drauf gucken. Stand das irgendwo? Nee, oder? Für Anfänger, für Fortgeschrittene... Es ist halt nicht klar definiert. Das nehme ich dann zurück. Wenn sie es nicht so klar deklarieren, dass es für Anfänger ist, okay, weil das ist es definitiv damit nicht. Ja, also diese 2 Seiten hier mit den Schattierungen, und vor allen Dingen ein Motiv einfach aus dem FF erfinden, ohne dass man dafür eine Vorlage hat. Und hier genauso mit dem Vollbart. Man hat hier zwar so Close-Ups, aber das ist halt nicht der volle Bart vom Nikolaus, ne? Das können Anfänger nicht abwandeln und selbst viele Fortgeschrittene nicht, einfach ohne Referenz. Deswegen, ja, die Seiten finde ich jetzt nicht gut. Aber ich will es mal noch nicht komplett verteufeln. Ich will mal noch schauen, was dann tatsächlich die eigentlichen Türchen bringen. Vielleicht sind die ja dann ein bisschen besser und vielleicht war das jetzt eine bewusste Herausforderung. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Also, wenn ich es umschlage, das sollte sich dann auch so fortsetzen. Genau, haben wir quasi hier so ein schönes Muster mit Mistelzweigen und dann jeweils das Türchen, was eben hier, wie gezeigt, so ein bisschen perforiert ist. Da schnappe ich mir mal mein Falzbein. Hier ist es, damit ich das Ganze leichter öffnen kann. So, und das ging auch sehr gut auf. Ja, also Türchen Nummer 1. Was verbirgt sich dahinter? Weihnachts-One-Line. Ah, okay, das ist ganz geschickt. Umrisse blind zeichnen. Ja, One-Line-Drawing heißt, man setzt den Stift auf und zeichnet dann in einem Rütt sozusagen das ganze Motiv nach, ohne wieder abzusetzen. Das ist One-Line, ja, also eine Linie Zeichnung. Das ist auch was ich in meinem Kurs Zeichnen lernen mit der S-Methode in dem ersten Teil zur Strichführung unterrichte, weil das eine sehr gute Art und Weise ist, die Hand zu lockern und eben selbstbewusste Strichführung zu üben, eben weil man alles in einer Linie zeichnet. Wobei ich das Motiv hier schon wieder ein bisschen zu schwierig finde, ehrlich gesagt. Ja, so eine ganze Figur, da würde ich eher mit was anfangen, was ein bisschen Proportionsfehler verzeiht, weil man da ja nicht so sehr auf die Proportionen achtet oder Anfänger können nicht auf viele Grundlagen gleichzeitig achten. Ja, Proportion, Strichführung, Perspektive korrekt. Nee, da ist es besser, eins nach dem anderen sich anzuschauen und das finde ich schon ein bisschen komplex. Aber finde ich trotzdem an sich das Projekt erstmal sehr gut. Was oft missachtet wird, eben die Strichführung. Hier steht nochmal, zeichnen Sie von einem bestimmten Punkt ausgehend die Umrisse eines ausgewählten Motivs aus. Gut, Sie sagen jetzt nicht explizit diese, ja, aber Sie geben ja schon irgendwo was vor, ohne aufs Papier zu sehen. Ja, genau, und das kommt natürlich auch hinzu. Blind zeichnen. Finde ich jetzt ein bisschen krass, die Kombination nicht nur One-Line-Drawing, was ja schon für viele schwierig genug ist, sondern diese auch noch blind zeichnen. Ich würde es, glaube ich, splitten und eher entweder das Ganze als One-Line zeichnen oder blind zeichnen. Das ist, glaube ich, leichter für viele Anfänger. Ja, wichtig ist, dass Sie den Stift nicht abheben und nur hin und wieder einen raschen Blick auf die Zeichnung werfen. Konzentrieren Sie sich ganz darauf, den Umriss mit Ihrem Stift zu folgen und die Linie nicht abreißen zu lassen, obwohl Sie öfter hin und her fahren. So einfach diese Technik ist, sie hält das Motiv überraschend gut fest. Ja, also einfach im Sinne von der Theorie her einfach, aber glaube mir, das ist wirklich eine sehr gute und mitunter anspruchsvolle Übung. Da kannst du wirklich einiges lernen, was Strichführung und auch einfach selbstbewusstes Zeichnen anbelangt.
Hier steht jetzt noch ein Hinweis, Kinderzeichnen, One-Line-Zeichnung eignen sich auch für Momentaufnahmen. Hier ein Kind, das sich über die Überraschung beugt und danach greift. Ja, passt natürlich zu Weihnachten, wobei, was ist das hier? Sieht irgendwie aus wie so ein Mehlsack. Keine Ahnung, was man so als Animationsgrundübung oft macht, aber weiß ich nicht, hätte man vielleicht eher ein Geschenk da hinstellen können oder so und nicht einfach so ein Kartoffelsack oder Mehlsack. Puh. Ja, okay, also Motive ein bisschen fragwürdig, aber erstmal eine gute Grundübung, die ich vielleicht gesplittet hätte. Hier hat man dann wieder Platz, das zu zeichnen. Und hier steht jetzt wieder ein ganz anderes Motiv, das finde ich ein bisschen weird. Hier steht jetzt, fangen Sie mit einfachen Weihnachtskugeln, einem Adventskranz oder einem Keksteller an. Okay, also hier sagen Sie es dann doch, ja, dass das ein bisschen, was jetzt oben dargestellt war, zu komplex ist, setzt aber auch voraus, dass man diese Dinge hat. Und ich weiß, das sind relativ Standard, sag ich mal. Weihnachtsdeko-Sachen, Kugeln, Adventskranz haben eigentlich viele, aber ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da sehr minimalistisch unterwegs. Wenn ich überhaupt mal eine Kerze aufstelle bei mir, meistens nur, also ein Adventskalender halt. Aber sonst eigentlich nichts. Also sie setzen das voraus. Gut, man kann natürlich auch Fotos nehmen, aber es ist immer besser von der Realität abzuzeichnen. Jedenfalls setzen Sie das voraus. Schauen Sie nicht auf das Papier, sondern nur auf Ihr weihnachtliches Motiv. Heben Sie den Bleistift nicht ab und zeichnen Sie den Umriss in einer Linie. Danach können Sie sich auch an Menschen versuchen. Ja, das ist für mich halt, wie gesagt, ein bisschen zu großer Step. Oder das würde ich eben Anfängern nicht empfehlen, sofort auf Menschen zu gehen, was Sie halt hier dargestellt haben. Ja, weiß ich nicht. Da hätten Sie das doch direkt zeigen können. Also warum mit dem schwersten Motiv als Beispiel beginnen? Ja, dann zeig doch, oder meinetwegen, ja, du kannst halt auf der einen Seite, kannst ja das Mädchen zeigen mit dem Kartoffelsack und dann auf der anderen Seite aber ein einfaches Motiv mit der Weihnachtskugel. Aber das finde ich jetzt hier wieder ein bisschen blöd angeordnet. Okay, aber das zu Türchen 1. Gucken wir mal weiter und ich würde auch hier wieder die ersten 12 Türchen nur öffnen. Warum? Das erfährst du später. Also, Türchen Nummer 2, Falzbein ist bereit. Und dahinter versteckt sich das Motiv, was wir auch bereits in der Einleitung gesehen hatten, die Stechpalme. Ilex, okay. War mir jetzt noch nicht bekannt, dass das so heißt. Und eine Stechpalme, ist das so? Es ist ja kein Mistelzweig, oder? Zählt das dazu? Also ich bin botanisch gesehen in dieser Richtung jetzt überhaupt nicht gebildet, aber gucken wir mal, was hier steht. Eine typische Pflanze für die Winter- und Weihnachtszeit ist die Stechpalme, okay, auch Ilex genannt. Mit ihren immergrünen Blättern und den roten Beeren passt sie sehr gut. Dann war das vielleicht sogar das auf der Rückseite. Oder? Ist das nicht ein Mistelzweig? I don't know. Oder ist das die Umschreibung dafür? Bin mir nicht sicher, aber kannst mich ja gerne mal darüber aufklären. Und den roten Beeren passt sie sehr gut in das weihnachtliche Farbschema. Das stimmt natürlich dann. Durch ihre klaren Formen und einfachen Strukturen ist sie eine gute Einsteigerpflanze. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Also was jetzt hier zumindest mal gezeichnet ist, das ist eine gute Anleitung auf den ersten Blick. Ja, weil das ist wirklich grundlegend. Hier jetzt zwar nicht perspektivisch, aber das ist auch okay für den Anfang. Hier kann man die Proportionen sehr gut nachempfinden. Ja? Einfache Strukturen, einfache Formen, Schritt für Schritt abgebildet. Auf der anderen Seite fehlt mir jetzt hier wiederum so ein bisschen das finale Motiv. Weil wenn man anfängt, wird man es ja auch gern zumindest mal so als Konturenzeichnung fertigstellen. Und das fehlt jetzt wiederum hier, weil das ist ja mehr oder weniger nur die Skizze für die feinere Zeichnung. Aber vielleicht kommt das auch noch in dem nachfolgenden Türchen, das weiß ich nicht. Ich habe es ja auch noch nicht angeguckt, also ich bin da so frisch wie du quasi bei dem Kalender. Das wäre natürlich cool, wenn das dann danach noch kommt. Wobei das dann auch wenig Überraschung wieder wäre, wenn dann im nächsten Türchen genau das dann drin ist. Ja, weiß ich nicht, hätte man vielleicht das finale Motiv noch mit hinmachen können. An sich finde ich es aber jetzt hier wirklich mal eine gute Anleitung, die wirklich einsteigerfreundlich ist. Nice. Und hier steht jetzt, also es ist immer so ein bisschen auch eine andere Anleitung unten drunter als die Anleitung oben. Hier steht jetzt, üben Sie das Zeichnen der Stechpalme, ist klar. Aber dann verändern Sie auch die Komposition. Ein Adventskranz mit Herzzweigen ist auch ein schönes Motiv. Arbeiten Sie am Schluss die Zeichnung mit farbigen Buntstiften aus, wenn Sie mögen. Das ist wieder so, what the fuck? So von Eule, ne? Kreise auf Finish the fucking owl. What the hell? Nein. Gib mir eine Vorlage, gib mir eine Referenz, wo ich das sehe und setz nicht voraus, dass ich eine blöde Stechpalme zu Hause habe. Und vor allen Dingen nicht mehrere Motive. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis!
Okay, weiter geht's mit Türchen Nummer 3. Von Draus vom Walde. Hier zeichnen wir also eine Landschaft, ein bisschen komisch formuliert, irgendwie weihnachtlich, also es sind ja viele solche weihnachtlichen Texte abgekürzt. Ist das ein Liedtext? Das weiß ich nicht, aber hätte ich ausgeschrieben, das klingt irgendwie weird mit Draus. Ja, Landschaft zeichnen, mal ein neues Motiv, ein bisschen komplexer, aber Landschaft immer noch was ich auch bei Anfängern sehe. Ne, auch sowas, einfach generell Pflanzen, natürliche Motive, alles, was nicht menschlich, nicht tierisch ist, nicht zu komplex technisch, das können Anfänger noch sehr, sehr gut umsetzen. Aber wenn du dir den Kalender holst, ja, das verzeiht einfach sehr viele Proportionsfehler, eben weil das sehr natürlich ist und da nicht immer alles perfekt ist. Hier steht jetzt, der Gesamteindruck eines Bildes beruht immer auf dem Zusammenspiel der verschiedenen Formen und Linien. Achten Sie vor allem darauf, dass das Auge des Betrachters zum Bildmittelpunkt gelenkt wird, wie an diesen Beispielen aus der Natur gut zu erkennen ist. Ja, so Kompositionslinien wie zum Beispiel hier von dem Berg, der hintere Berg oder auch hier die Steine, die Wolken. Es zielt alles also ein bisschen auf den Baum hier im Vordergrund ab, ja, leitet die Komposition und das ist eben auch mehr versetzt zum Bildzentrum. Du willst in der Regel nichts direkt in der Mitte haben und auch der Horizont ist niedrig. Also möglichst asymmetrisch arbeiten bei Komposition. Das stimmt, das sieht ganz gut aus, wobei es vielleicht noch ein bisschen mehr nach zur Mitte hin, nicht exakt mittig, aber so goldener Schnittmäßig versetzt hätte. Ist mir ein bisschen zu sehr am Rand, aber prinzipiell stimmt das natürlich, was hier beschrieben ist. Und das steht auch dazu, der große Baum im Vordergrund. Er hält durch die Berge, ja genau wie ich es gesagt habe, Wolken und weitere entfernte Bäume das nötige Gegengewicht. Ja, also auch hier, dass die Berge hier an der Stelle nach oben gehen. Da ist der Weißraum verkürzt sozusagen an der Stelle. Ja, hier ist er größer, hier verkürzt. Das ist damit gemeint, das Gegengewicht. Ja, hier mehr Motivdichte. Und hier das Hauptmotiv sozusagen mit dem Baum. Was steht dann unten drunter? Ein prägender Teil dieser Winterlandschaft sind die Tannenbäume, die sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund stehen. Sehen Sie sich den Umriss einer Tanne und die Anordnung der Zweige genau an und zeichnen Sie den linken Teil der Zeichnung selbst. Vielleicht wollen Sie anstelle eines Baumes mehrere Tannenbäume zeichnen. Alles ist möglich. Zeichnen Sie auch Schraffuren, Licht und Schatten ein. Ja, ich meine, hier ist eine gute Vorlage gegeben, aber ich finde es auch witzig, dass man hier wieder so ein Field-Trip unterstellt. Also geh raus, ich meine, eine Tanne oder so, das lässt sich schon finden, das ist okay. Aber ich fände es immer gut, wenn man einen Kalender hat, den öffnet man ja bei sich zu Hause. Da will man jetzt nicht erst irgendwo hingehen und sich das angucken müssen. Aber hier ist ja immerhin eine Vorlage. Es ist jetzt nicht so ganz krass schattiert, aber anfängerfreundlich. Das ist was, das kann auf jeden Fall jeder nachmachen, finde ich okay. Ist auch eine, ja, weihnachtliches Motiv. Okay, die Tanne, ja. Aber das sage ich mal, das kann man eigentlich das ganze Jahr überzeichnen. Hätte man vielleicht noch ein bisschen weihnachtlicher gestalten können. Aber ist auf jeden Fall was man umsetzen kann, finde ich eine gute Anleitung. Also im Vergleich zu den Rest gefällt mir das auf jeden Fall besser und ist anfängerfreundlich. Gleichzeitig können Fortgeschrittene da aber auch noch mit der Schattierung mehr rausholen. Weiter geht's mit Türchen Nummer 4. Okay, hier haben wir jetzt irgendwie eine Cartoony-Zeichnung. Brother, Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Also das finde ich ein bisschen wack zu den anderen Motiven. Ist natürlich wiederum leichter für Anfänger, wenn sie stilisiert zeichnen. Ja, vor allem die Form kann man hier deutlich leichter nachzeichnen. Und gibt vor allen Dingen auch ein bisschen Spielraum, was die Proportionen anbelangt. Da kann man auch wieder ein bisschen mehr falsch machen, ohne dass es komplett falsch aussieht als Anfänger. Und unten drunter steht dann, zeichnen Sie eine ganze Rentierherde und achten Sie auf die typischen Merkmale wie Beine, Geweih und Gesicht. Übertreiben Sie, damit ein cartooniger Charakter entsteht. Ja, also ich wiederhole mich. Das ist dieses typische Eulen-Tutorial. Ja, hier hast du 2 Kreise, jetzt mal den Rest der Scheiß-Eule. Ja, ich weiß nicht. Das hätte man anders lösen können. Gib mir doch wenigstens eine Referenz. Wenn du nicht alle Steps davon zeigst, gib mir eine Referenz. Oder mach's halt wirklich leichter. Es würde doch voll genügen, wenn man einfach das nachzeichnet. Wieso wollen sie, dass man quasi eine erste Anleitung hat, die an der Stelle ist sie ja sogar relativ einfach, aber bei manchen war sie, wie du gesehen hast, nicht einfach.
Also die schon schwer genug ist. Und dann gehst du hier runter und dann ist es nochmal schwerer, ohne dass du jegliche Art von Hinweis hast. Sheesh. Also eine Rentierherde, das ist selbst für Profis ohne Referenz ist das schwer. Ja, also das ist wirklich ein schweres Motiv einfach. Da würde ich mir auf jeden Fall Referenzen suchen, um das gut darstellen zu können. Weil das würde auf jeden Fall, also Anfänger würden das perspektivisch definitiv total versauen, ja, wenn du da nicht Bescheid weißt. Und da, wie viele, ne, wie positionieren, das würden sie wahrscheinlich auch sehr klein zeichnen. Das funktioniert nicht. Das finde ich nicht gut, das Türchen. Und muss ich auch sagen, das gefällt mir jetzt echt nicht so vom Stil her. Das Gesicht ist ganz hübsch gezeichnet, aber warum ist dann der Körper hier so ganz schnell, wie als hätte man keine Zeit mehr gehabt? Kann man ja machen, aber dann sollte alles in einem Guss sein. Ja, das Gesicht und die, wie sagt man, nicht Hörner, das Geweih, genau. Das ist halt sehr fein gezeichnet und dann hast du diese Scribble Lines. Das sieht halt nicht gut aus in der Kombi. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Das würde ich, glaube ich, nicht nachzeichnen. Nee, lass mal. Ja, gucken wir mal weiter. Bisher finde ich den Kalender eher so Trash. muss ich sagen. Aber ja, hier einmal Türchen 5. Mein erster Gedanke hier war, schade, weil jetzt haben wir das Eichhörnchen, was auf dem Cover versprochen wurde. Aber das Motiv gefällt mir viel besser als dieses hier. Es ist auch schön, also will ich jetzt gar nicht so kritisieren, das Motiv an sich gefällt mir auch. Aber nachdem ich das auf dem Cover gesehen habe, also sei ehrlich, ne, das ist doch viel schöner, das Motiv. Natürlich deutlich komplexer, aber what? Vielleicht kommt es auch noch, wobei ich dann enttäuscht wäre, ehrlich gesagt, dass das Eichhörnchen zweimal vorkommt. Es ist ein winterliches Motiv oder kann dazu zugeordnet werden, okay, aber ich würde es jetzt auch nicht zweimal zeichnen. Deswegen schade, dass sie nicht das auf dem Cover genommen haben, weil das finde ich, gefällt mir deutlich besser. Vor allem auch mit den Steinen, mit dem Fell. Aber ja, ist natürlich eine Herausforderung. Und ich meine, das Motiv habe ich auch schon gesehen, das ist aus dem Zeichenbuch, die Kunst des Zeichnens. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Motiven auch so ist, aber das ist auf jeden Fall darin auch enthalten. Ja, haben sie ja also reused hier. I see what you did there. Top Verlag, ja. Da kommst du nicht mit davon. Das habe ich gesehen. Ja, ist an sich auch nicht schlimm, dass sie da was reusen und ist auch eine einfachere Geschichte als das Motiv auf dem Cover. Man hat hier wieder von Formen ausgehend, ja, ist immer so ein bisschen eigentlich besser in Volumen zu vereinfachen, als in Formen nur. Ne? Form ist auch wieder was, das können Fortgeschrittene besser als Anfänger. Anfänger sollten erstmal Volumen verstehen, aber okay. Ja, und unten drunter ist mal wieder eine ganz andere Aufgabe, schätze ich. Schnelles Skizzieren macht viel Spaß, da es vorrangig darum geht, die Form und Strukturen des Motivs einzufangen. Die Ausarbeitung ist großzügig und es erstaunt, wie nah man mit dieser Art dem Motiv kommt. Sehen Sie sich das Eichhörnchen oben an? Okay, hier ist erstmals Referenz genommen auf das, was tatsächlich auf der oberen Seite steht. Und skizzieren Sie es schnell mit groben Strichen. Setzen Sie die Strukturen, verwenden Sie dafür die Bleistiftspitze und die seitliche Kante der Mine. Ja, endlich. Yes! Yes! So sollte es doch sein. Das finde ich jetzt mal eine gute Seite, wo wirklich beide Seiten auf das Gleiche abzielen. Ja, auch wenn das hier, wie gesagt, ein paar Schritte fehlen, wieder ein bisschen komplexer ist, finde ich das immer noch anfängerfreundlich und jetzt eben auch mit der gleichen Aufgabe. Macht es doch durch den Kalender gleich, ja, also auf jeder Seite bitte oder bei jedem Türchen die Anleitung, die da über dem freien Platz ist, wo man zeichnet, sollte sich auf das beziehen, was oben drüber steht. Ja, bitte. Was machen Sachen? Okay, ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Das hat jetzt das Ganze wieder ein bisschen verbessert, meiner Meinung nach. Und das nächste Türchen ist auch ein ganz spezielles, denn jetzt haben wir Nikolaus, Türchen Nummer 6. Und da haben wir wieder eine Pflanze. Ja, ein Kiefernast. Kiefernast habe ich erst gefragt. Was ist das? Was ist ein Kiefernast? Kiefernast in Perfektion. Kennst du das, dass man manchmal Sachen liest, aber mit falscher Trennung der Silben? Ist so richtig doof. Was laberst du? Egal, Kiefernast in Perfektion. Naturalistisch zeichnen. Ja, finde ich ein bisschen underwhelming, ehrlich gesagt, jetzt als Nikolaustürchen Nummer 6, da so ein Ast zu zeichnen. Weiß ich nicht. Ja, ist winterlich, aber finde ich jetzt nicht so geil. Es
weihnachtliches Motiv. Also da freut man sich ja eher auf was anderes. Ne? Man geht an seinen Kalender, Nikolaus und vielleicht, weiß ich nicht, Nikolausstiefel, Weihnachtsmann in Cartooniform, irgendwie sowas und nicht einfach nur ein Ast. Das ist... Okay, ich will mal noch nicht zu viel haten. Lesen wir erstmal. Meist ist es weniger aufwendig, den Ast eines Nadelbaums zu zeichnen, als den Ast eines Laubbaums. Das stimmt natürlich, weil es im Endeffekt ja nur Striche sind und keine gefüllten Formen. Wenn Sie die Umrisse skizziert haben, brauchen Sie nur noch gerade Striche und Linien in unterschiedlicher Stärke und Länge. Aber auch hier wieder, warum werden denn die Umrisse nicht gezeigt? Ja, weil hier ist ja eigentlich schon der Ausarbeitungsschritt und die 2 Schritte unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Der Bogen des Astes mit einem HB-Stift skizzieren, ja, dann zeigt das doch. Zeigt doch das und nicht das finale Ergebnis. Ach ja, Zeichenbücher. Ich muss mich beruhigen. Ich sollte das nicht zu nah an mich rankommen lassen. Ich mache es ja ohnehin besser. Aber es nervt, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen. Positiv denken! Einfach positiv denken! Egal, lesen wir mal weiter. Bogen zeichnen, bla bla bla, damit es natürlicher aussieht, in unregelmäßigen Abständen für die Nadeln, Strichbündel unterschiedlicher Länge, Stärke, Anzahl dazugeben. Achten Sie darauf, dass nicht alle Nadeln gleich aussehen. Und dann der zweite riesengroße Unterschied, der zweite Schritt, weitere Nadeln zeichnen und mit Schraffuren die kleinen Risse und Unregelmäßigkeiten der Borke zeichnen. Den Nadelansatz mit kräftigem Druck eines 2D-Stiftes dunkler gestalten, schaffen Sie dunkle Partien auf dem Ast, so erhalten die Stellen im Licht mehr Aufmerksamkeit. Stimmt natürlich, ne, aber unvollständige Anleitung, finde ich. Und unten drunter ist dann auch zum Glück wieder eine Anleitung zum Zeichnen von diesem Ast, wie oben beschrieben. Ja, vielleicht haben Sie auch einen Kiefernast zu Hause. Ja, natürlich, ich habe ja einen ganzen Wald zu Hause liegen. Ja, vielleicht hast du das. Ich bin da nicht so deep drin in dem Deko-Game zu Weihnachten. Aber finde ich nicht, dass man das voraussetzen sollte. Lieber eine Referenz als Bild, Foto dazugeben oder sagen, ja, google es halt mal kurz. Und dann auch wieder, zeichnen Sie Tannenzweige, Adventskranz, zeichne alles wieder. Und vor allen Dingen, dass Sie halt immer sagen, Adventskranz, das haben wir jetzt bestimmt schon 5-mal gehört. Nochmal, zeichne ein Motiv hier hin, das reicht für den Platz, mehr kriegst du hier eh nicht hin. Und ein bisschen mehr Variation hätte ich da halt schon, als nur die ganze Zeit Pflanzen und den Adventskranz, der immer wieder vorgeschlagen wird. Da gibt's noch andere Motive top zu Weihnachten, die man da zeichnen kann. Nur so am Rande. Wie kann ein Mensch sagen, dass ich aggressiv bin? Ja, als 6. Türchen weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Aber immerhin wurde sich wieder dran gehalten, dass obere und untere Seite die gleiche Anleitung darstellen. Gucken wir weiter zu Türchen Nummer 7. Ja, also es ist wirklich eher ein Kalender für Fortgeschrittene. Wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, ja, dass das nicht für Anfänger gedacht ist, sondern wirklich für Fortgeschrittene, die die Grundlagen beherrschen, kann ich es mir eher vorstellen. Wobei eben, ja, die Kunst des Zeichnens, die werben ja eigentlich schon damit, dass jeder zeichnen lernen kann, dass es für Anfänger gedacht ist. Deswegen, nee, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe das wirklich definitiv, diesen Kalender eher für fortgeschrittene Anfänger bis wirklich Fortgeschrittene, die ihre Zeichengrundlagen verbessern wollen und nicht einfach nur von Anfang an starten und die Grundlagen erstmal lernen müssen. Die lernst du hier definitiv nicht. Definitiv nein. Ja, hier kriegt man erstmal eine Anleitung oben, wie man diesen älteren Mann mit Bart zeichnet. Wollten jetzt, ja, Nikolaus wollten sie jetzt nicht nochmal sagen. Ob das jetzt der typische Nikolaus ist mit der Mütze, weiß ich nicht. Hätte ich ja eher so eine Zipfelmütze gezeichnet, anstatt jetzt so einen Hut. Aber okay. Die Anleitung kannst du dir selber durchlesen, gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail durch. Und ansonsten hat man hier unten drunter wieder eine bisschen abweichende Anleitung. Ah, okay, und hier geht es jetzt darum, dass man die Zipfelmütze zeichnet. Okay, warum gibst du mir dafür nicht die Referenz? Ich will doch keinen random Mann mit Hut zeichnen, sondern einen Nikolaus an Weihnachten mit Zipfelmütze. Dann gib mir doch direkt dafür die Anleitung oben drüber. Jetzt muss ich wieder extra recherchieren, mir eine Referenz suchen oder versuchen, das irgendwie aus dem Kopf zu zeichnen, was, wie gesagt, für Anfänger quasi unmöglich ist, dass sie das gut hinbekommen, bei so einem realistischen Motiv vor allem. Ja, also, weiß ich nicht. Mann, Top-Verlag, macht das mal besser hier.
Du merkst, ich bin vielleicht ein bisschen aggro gerade, liegt aber daran, dass ich immer wieder dieselben Fehler bei solchen Zeichenbüchern sehe. Und klar, es soll Spaß machen, das ist jetzt nicht so das korrekte, komplette Zeichenbuch, ja, wo man wirklich von Anfang bis Ende zeichnen lernt, aber dann deklariert es doch bitte anders und sagt von Anfang an, das ist für Fortgeschrittene, die Grundlagen lernt ihr hier nicht. Oder wendet sie maximal nur in kleinen Teilen an. Das also Türchen Nummer 7. Schauen wir weiter. Was verbirgt sich hinter Türchen Nummer 8? Jo, vorher hatten wir einen Elch, jetzt haben wir einen Hirsch. Zugegebenermaßen, ich bringe die zwei echt oft durcheinander. Ja, Elche und Hirsche, aber Elche haben deutlich fetteres Geweih. Genau, und hier tun wir Rudolfs Freund, den Rothirsch, zeichnen bzw. skizzieren. Gefällt mir auf den ersten Blick besser. Die Anleitung, auch hier wieder einfache Formen, einfache Schattierungen, nichts zu Komplexes. Die Anleitung, wie bei vielen anderen Tieren, zeichnen Sie zuerst einen Kreis, dann folgen die übrigen Grundformen, arbeiten Sie langsam die stolze Haltung des Tieres heraus, dabei unbedingt darauf achten, dass nicht nur jeder Körperteil in sich stimmt, sondern dass er im richtigen Verhältnis zum Rest des Körpers steht. Ja, das meine ich eben mit Proportion. Sie haben es jetzt hier dargestellt, aber man weiß eben nicht, wie komme ich überhaupt da lang, diese Proportion jetzt da unten oder wo auch immer zu übertragen. Ja? Wie schaffe ich das, Proportion richtig zu erkennen? Was ist das überhaupt für ein Winkel hier, diese Linie? Ja, solche Sachen, das meine ich mit Grundlagen des proportionalen Zeichnens, weil das ist die Anwendung von Proportionen, nicht die Konzepte der Proportion. Aber gut, unten drunter haben wir dann auch wieder die Anleitung oder die Aufgabe dazu, ja, den Hirsch zu zeichnen. Das ist wieder eine gute Seite. Hätten vielleicht noch mal mehr Steps sein können, aber ist auch wenig Platz, sage ich mal, auf dem Kalender. Kann man also auch verzeihen an der Stelle. Aber nochmal, so wie hier, ja, das wäre doch viel besser, das durch den Kalender hinweg durchzuziehen. Ja, eine Anleitung, die auf beiden Seiten gleich ist, genügend Platz und genügend Erklärung. Okay, weiter geht's mit Türchen Nummer 9. Und ja, auch dieses Motiv kommt mir bekannt vor. Das habe ich tatsächlich schon einmal gezeichnet. Aus dem Buch Die Kunst des Zeichnenlernens. Weiß ich nicht, hätte man nicht neue Motive da geben können. Ja, hier Nuss und Mandelkern, das war auf jeden Fall in dem größeren Buch schon mit dabei. Und ja, Nüsse, klar, die gehören zu Weihnachten, aber auch hier wieder, hätte man nicht weihnachtlichere Motive finden können oder das noch ein bisschen aufwerten können mit irgendeinem Deko-Element im Hintergrund, Mistelzweig oder irgendwas Einfaches, was Weihnachten symbolisiert, weil eine Nuss kann ich das ganze Jahr überzeichnen, sind wir ehrlich. Ne? Also hier aber muss ich sagen, die Anleitung im Buch war auch deutlich besser und die haben sie hier auch nachgebildet. Hier tatsächlich auch mehr mit Volumen. Ja, dass man wirklich eher auf eine Kugel geht, anstatt auf einen reinen Kreis, damit sich dann auch die Linien da drum wölben. Das ist deutlich besser dargestellt hier. Auch hier wieder bessere Anleitung als manche bisherige in dem Buch. Hier hat man sogar das Ganze als Vorzeichnung da. Finde ich an der Stelle nicht so gut, weil es eine relativ einfache Konstruktion ist. Das hätte man eher den Künstlern hier oder den Lesern überlassen sollen, dass sie direkt die einfache Skizze selber erstellen. Ja, also im Prinzip basierend auf dieser Vorzeichnung die Nüsse ausarbeiten. Bitte, bitte mach so weiter, Kalender. Türchen Nummer 10. Und hier sollen wir einen Tannenbaum zeichnen, Bäume richtig zeichnen. Das ist auch ein einfaches Motiv. Das kann man auf jeden Fall hinbekommen. Auch als Anfänger ist ja im Prinzip mehr oder weniger nur eine Silhouettenform. Das finde ich gelungen, die Anleitung, ohne das jetzt gelesen zu haben. Das kann man auf jeden Fall umsetzen. Gespannt bin ich auf das, was unten drunter steht. Was wollen Sie jetzt hier wieder? Bäume zu beobachten, richtig zeichnen zu können, ist für jedes Landschaftsbild wichtig. Hier beschränken wir uns auf die Nadelbäume. Zeichnen Sie Fichten, Kiefern und Tannen. Einen Besuch bei einem Weihnachtsbaumverkauf ist eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Baumarten zu studieren, oder nehmen Sie Ihren Weihnachtsbaum zum Vorbild. Das Wichtigste ist die Form. Verlieren Sie sich nicht in einzelnen Nadeln. Guter Hinweis, ja, genauso wie bei Haaren gilt auch hier, ja, bei solchen feinteiligen Formen oder auch bei Gras, nicht versuchen, die einzelnen Halme zu zeichnen oder hier eben die Nadeln, sondern das Ganze bündeln in entweder Strähnen bei Haaren, Grasbüschel bei Wiese oder eben Nadelblöcke, ja, also solche Baumkronenteile,
bei Bäumen. Hier haben wir auch die unterschiedlichen Arten dargestellt. Finde ich eine gelungene Anleitung. Das ist ein schönes Türchen mal zur Abwechslung, was sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet ist. Fortgeschrittene können dann wiederum den ganzen Wald zeichnen. Anfänger können sich an einem Motiv probieren, was relativ einfach nachzuzeichnen geht. Das gefällt mir. Das bekommt mal einen Daumen nach oben zur Abwechslung. Vorletztes Türchen, Nummer 11. Jo, Top hat hier richtig viele Motive einfach nochmal verwendet. Auch das kenne ich aus dem Zeichenbuch. Hier sollen wir einen Schneehase zeichnen, der auch wieder aufgeteilt ist in die Schritte von groben Formen, 2D-Formen zeichnen, diese verfeinern und dann eine ganz einfache, grobe Schattierung darauf umsetzen, um das Fell so ein bisschen besser darzustellen. Aber hauptsächlich gilt es hier, um das Gesicht auszuarbeiten. Da auf dem Auge vor allen Dingen liegt dann eher der Fokus. Ja, die Anleitung kenne ich bereits. Und hier unten drunter hat man tatsächlich auch die Vorlage von der Skizze. Also ist das mehr eine Übung tatsächlich, um das Ganze zu schattieren. Finde ich ein bisschen schade, weil das auch ein Motiv gewesen wäre. Ja, kann man vielleicht in klein daneben noch zeichnen, wo man tatsächlich die Form hätte gut üben können. Ja, weil das ist eine relativ einfache Formgeschichte. Das hätte man ja auch noch hinbekommen können. Aber ist okay. Es stört mich nicht, weil hier kann man dann wiederum sich genau auf das Schattieren fokussieren. Hat man ein bisschen eine andere Übung. Finde ich auch ein schönes Motiv. Kenne ich allerdings schon, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man doch neue Motive zeichnen können. Ja, also da sind sie ein bisschen cheap unterwegs, da einfach das Ganze zu wiederholen, weil ich gehe davon aus, Leute, die sich diesen Kalender holen, die kennen wahrscheinlich schon die Reihe oder viele kaufen ja dann gefühlt alle Bücher der Reihe und dann sehen sie Motive, die sie einfach schon gezeichnet haben. Ja, das hinterlässt so ein bisschen bitteren Nachgeschmack, ne? Das will man eigentlich nicht. Disappointed! Aber gut, schauen wir mal noch, was das letzte Türchen für diesen Review zu bieten hat, nämlich Türchen Nummer 12. Und hier kriegen wir auch nochmal so ein richtiges Extra, das Haus vom Nikolaus. Auch hier haben wir wieder eine Kombi von Landschaft und Architektur. Das hätte ich mir ganz zu Anfang gewünscht. War das ein Türchen oder war das eine der Einleitungsseiten? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber da ging es ja auch darum, ich glaube, Starry Nights, ne? Das war das nicht die Anleitung? Ich gucke noch mal kurz am Anfang. Ja, genau, hier auf dieser Einleitungsseite. Das sollten wir so eine Landschaft zeichnen, ja, mit Himmel, Bäumen und so weiter und eben auch Mond und einem Haus im Hintergrund. Das hier hätte ich mir dafür vorgestellt. Gut, der Himmel fehlt jetzt, ne? Aber Haus, Bäume, so ein bisschen die winterliche Landschaft. Da haben wir die Referenz. Warum wird die nicht am Anfang gezeigt? Aber okay. Auch hier wieder eine kurze Überleitung. Wir haben hier die relativ einfache Skizze noch. Hätte man auch noch ein bisschen mehr vereinfachen können, ne, in 2D-Form. Auch hier geht man eigentlich nicht direkt so ran und zeichnet die Außenlinien, sondern tut erstmal kompositorisch das Ganze anordnen mit einfachen geometrischen Formen wie Kreisen, Ovalen und so weiter. Das ist eigentlich also auch schon wieder ein Schritt übersprungen, bevor man hier auf die ausgearbeitetere Schattierung übergeht. Weil hier sind ja auch schon erste Schattierungen drin. Ne, das ist eigentlich so ein Zwischenschritt von nicht ganz Skizze, nicht ganz Schattierung. Da hätte man doch komplette Konstruktionsskizze und dann komplette Schattierung für sich zeigen können. Hätte ich besser gefunden, aber ist eine gute Vorlage, auch hier wieder anfängerfreundlich, kann man auf jeden Fall nachzeichnen. Und hier unten ist es quasi auch kompositorisch schon vorgegeben, ähnlich wie das vorherige Türchen, so in der Mitte, ich weiß es auch nicht, in der Mitte von dem Kalender werden sie deutlich leichter, was die Anleitungen anbelangt. Hier hat man dann plötzlich eine komplette Vorzeichnung. Aber noch bevor man das erste Türchen zeichnet, soll man quasi so eine ganze Zeichnung ohne irgendeine Referenz zeichnen. Finde ich ein bisschen weird von dem Schwierigkeitslevel. Das hätte ich mir eher ganz zu Anfang gewünscht, dass man eine grobe Vorskizze hat und dann nimmt man nach und nach die Skizzen weg, sodass man mehr und mehr selber zeichnen muss. So hätte ich es zumindest von der Anordnung her im Kalender selber strukturiert, aber I mean, it's alright, like. Das also Türchen 12 und damit haben wir tatsächlich uns auch alle 12 Türchen, die Hälfte von dem Kalender angeschaut. Und dabei möchte ich es an dieser Stelle auch tatsächlich belassen. Denn ich möchte diesen Kalender an dich verlosen.
Ja, deswegen habe ich jetzt die restlichen Türchen 13 bis 24, wo hoffentlich nochmal ein paar bessere Motive kommen. Die habe ich jetzt erstmal für dich geschlossen gehalten und ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich die ersten 12 geöffnet habe. Ich habe aber vorsichtig gemacht. Genau, also diesen Kalender möchte ich an dich verlosen. Dafür musst du lediglich Folgendes tun. Schreib einmal einen Kommentar, ja, in den Kommentarbereich zu diesem Video und abonniere diesen Kanal. Das lohnt sich für dich auch gleich doppelt, weil du dann natürlich auch zukünftige Videos mit allerlei Tipps für kreative und vor allen Dingen digitale Künstler nicht verpasst. Das Ganze läuft jetzt, schätze ich mal, nur eine kurze Zeit, eine Woche. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du auch in der Videobeschreibung, genauso wie den Link dann auch nochmal zum Kalender. Ja, aber dass du es dann eben auch rechtzeitig zu Weihnachten, zu Beginn der Adventszeit also nicht zu Weihnachten erst, sondern zum Beginn der Adventszeit bis zum 1. Dezember da auch erhältst. Das soweit als kleiner Einblick zum Die Kunst des Zeichnens Adventskalender vom Top Verlag. An dieser Stelle mal noch ein kurzes Fazit. Ja, was hat mir gefallen, was eher nicht? Also ganz grundlegend muss ich sagen, ist es an sich ein runder, also ein guter Kalender mit schönen Motiven. Allerdings, wie so oft und wie ich es auch bei den bisherigen Kalendern bereits gesagt habe, schließe ich es eher für Anfänger mehr oder weniger aus, weil eben bestimmte Zeichengrundlagen, wie ich es erklärt habe, fehlen, die entweder gar nicht oder nicht gut genug erklärt werden, dass die Leute wirklich den Motiven 1:1 folgen können und diese wirklich wie im Buch dargestellt umsetzen können. Ja, das sind so Sachen wie erfasse ich Proportionen, wie zeichne ich perspektivisch korrekt und Strichführung und so weiter. Wobei, das wurde ein bisschen angesprochen mit der Strichführung, das ist ganz gut. Ja, aber generell die Zeichengrundlagen, und das ist leider oft der Fall bei solchen Büchern, die werden sehr schnell abgetan oder gar nicht gut genug behandelt. Und das macht es eben wiederum für Anfänger sehr schwer, den Tutorials zu folgen. Also würde ich den Use Case eher sehen für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, ja, fortgeschrittenere Anfänger bis eben wirklich fortgeschrittene, die winterliche Motive zeichnen möchten. Dafür wiederum finde ich es sehr gut geeignet. Wenn man einmal die Grundlagen verstanden hat, muss man sie natürlich auch anwenden. Und dafür sind dann wieder solche Motiv-Tutorials sehr gut geeignet. Ob das jetzt alles wirklich so extrem winterliche, weihnachtliche Motive waren, kann man sich drum streiten, aber an sich fand ich es trotzdem sehr schöne Motive und trotzdem generell auch passend zur Weihnachtszeit. Ja, also das ein oder andere Motiv war jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber trotzdem insgesamt fand ich es einen sehr schönen Kalender. Sowohl für das traditionelle als auch für das digitale Zeichnen, selbst wenn es natürlich eigentlich primär für das traditionelle Zeichnen als Skizzenblock sozusagen ausgelegt ist, kann man auf beide Arten umsetzen. Also kann auch für dich sowohl als traditioneller als auch digitaler Artist interessant sein, wenn du denn deine Adventszeit mit etwas mehr Zeichenarbeit versüßen möchtest. Ja, also es ist ein bisschen mehr Arbeit als jeden Tag ein Türchen öffnen und Schokolade essen, klar, da musst du was für tun. Aber nach 24 Tagen wirst du dann auf jeden Fall deine Skills verbessert haben, sofern du eben schon Grundlagen besitzt. Kleiner Hinweis: Solltest du diese Grundlagen nicht besitzen, dann schau unbedingt einmal in den Link in der Beschreibung in mein Zeichner-Kit. Da lernst du nämlich wirklich die Voraussetzungen zum Zeichnen lernen, worauf es wirklich ankommt. Ja, dass du eben nicht nur ein bestimmtes Motiv nachzeichnen kannst, sondern in der Lage bist, dieses abzuwandeln und vor allen Dingen später auch eigene Motive zu entwickeln. Ja, dass du wirklich frei zeichnen lernst. Das und mehr, wie gesagt, im Link in der Beschreibung. Ansonsten war's das jetzt mit dem Review. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das Buch hat dir gefallen. Denk dran, bei der Verlosung mitzumachen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Solltest du die vorherigen Reviews zu den Adventskalendern verpasst haben, schau jetzt unbedingt hier einmal weiter. Und ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.